Ihr schaut euch gerade nach einem Lasercutter um? Ich zeige euch heute den neuen Sculptfun S10. Lohnt er sich und was unterscheidet ihn vom S9? Hallo liebe Laserfreunde, ich habe für euch den neuen S10 testen dürfen. Anhand von kleinen Projekten mit vielen verschiedenen Materialien werde ich euch seine Leistung und seine Arbeit zeigen. Und zum Ende des Videos noch ein wenig auf die Kompatibilität zu seinem Vorgänger eingehen. Der S10 enthält neben dem Controllergehäuse die Rahmenteile für vorne und hinten und die Seitenteile jeweils einseitig mit Millimetereinteilung. 3 stabile Standfüße und der neu gestalteten X-Achse mit einer verbesserten Schlittenführung in gewohnt sauberer Ausführung. Neu, der Laserkopf ist mit einem Air Assist ausgestattet. Einer klappbaren, abnehmbaren Blende für den Augenschutz, ein USB-Kabel, dem Anschlusskabel, einer praktischen A4 Stahlunterlage, Zahnriemen und für den Schlauch des Air Assists eine Kabelklemme zur Regulierung, das Distanzstück, jede Menge passendes Werkzeug, Ersatzdichtung, Klemmen, Halter und Kabelbinder, ganz viele Schrauben, super vorsortiert. Hammerkopfmuttern. Wie immer ganz wichtig, eine Schutzbrille und ein wenig Testmaterial. Zur Rutschminderung ein paar Aufkleber und einer gut erklärten Anleitung in Deutsch, Englisch und Französisch. Die wesentlichen Merkmale des neuen Sculptfun S10 sind der neue integrierte Air Assist, eine komplett überarbeitete X-Achse und ein neuer 10 Watt Laserkopf. Der neue Laserkopf verspricht mit einer doppelten Leistung zum S9 und der angegebenen Laserstrahlbreite von 0,08 mm jede Menge Leistung. Was mir aufgefallen ist, der Lüfter ist ein wenig lauter als der seines Vorgängers. Wirklich toll finde ich den neuen Air Assist. Mit angeschlossenem Kompressor ist seine Kraft enorm, aber das zeige ich euch lieber an ein paar Beispielen. Die X-Achse wurde komplett überarbeitet. Sie ist extrem formstabil. Der Schlitten läuft jetzt auf einer Stahlschiene. Seine Bewegung ist laufruhig und stramm. Hier wackelt nichts. Auch an die Endstops hat der Hersteller gedacht. Zum Anbringen sind die Rahmenprofile um ein paar Löcher erweitert worden. Außenmaße der Alurahmen und Arbeitsbereich sind gleich zum S9. Lediglich der Farbton hat sich ein wenig mehr in ein frischeres und modernes Blau verwandelt. Die genauen technischen Daten möchte ich hier mal nicht einfach nur vorlesen. Daher habe ich für euch die Angaben des Herstellers auf meiner Homepage zum Nachlesen. Der Aufbau ist wie bei seinen Vorgängern mit wenigen Handgriffen erledigt. Flugdrachentest bestanden. Was mir sehr gut gefällt, zur Führung des Schlauchs und des Kabels werden Halter am Rahmen der X-Achse montiert und mit doppelseitigem Flauschband zusammengehalten. Das sieht nicht nur gut aus, sondern funktioniert wirklich gut. Die Links zu den Produkten und meine Dateien findet ihr in der Videobeschreibung. Es gibt zum neuen S10 auch einen kleinen, passenden Kompressor zu kaufen.
Im Gegensatz zu meinem alten Kompressor lohnt sich der Ersatz. Er steht auf kleinen Wackelfüßen und nimmt so die ganze Vibration auf, ohne vom Tisch zu wandern. Aber sein größter Vorteil, er ist unglaublich leise. Durch das Geräusch des Lüfters vom Laser muss ich nun tatsächlich immer mal schauen, ob er überhaupt an ist. Der Laser ist aufgebaut. Ich habe mir eine Restspanplatte in einer Größe von 60 x 60 cm für 4 € in einem Baumarkt besorgt. Ein paar Füße gedruckt und auf die Platte geschraubt. So steht der Laser sicher und bleibt dennoch portabel. Den Einstand mache ich mit einem Parametertest auf Pappelsperrholz, 4 mm, um ein wenig die Kraft des Lasers kennenzulernen. Durch den strammen Halt des Schlittens auf der X-Achse sind meine anfänglichen Sorgen, der Schlauch könnte zu steif sein, schnell verflogen. Hier sieht man schön, wie der Bogen des Schlauchs den Schlitten nicht beeinträchtigt und keine Knicke entstehen. Mit einem Honeycomb, gemeint ist die Wabenunterlage, hier in Größe 40 x 40 cm, lassen sich die Schnittergebnisse verbessern. Ist das zu schneidende Material zusätzlich unterlüftet und hat nur geringe Auflagefläche, kann der Laser das Material besser durchdringen. Sculptron hat mir dies ebenfalls zur Verfügung gestellt und ich finde die neue Größe fantastisch. Ein Durchgang, 100 mm pro Minute, 80% Leistung, das ist ziemlich kraftvoll. Während es hier kaum bis gar kein Schmauch um die Schnitte gibt, sieht man im Ergebnis meines Parametertests um die Gravur Ausreißer. Diese sind keine Fehler. Hier war lediglich der Air Assist so kraftvoll, dass er den Ruß aus der Gravur einfach in die Vertiefung der Holzstruktur pustet. Acrylglas 3 mm. An einem kleinen Reststück wiederhole ich meinen Parametertest und verwende 100% Leistung. Das Pusten hat mich auch hier begleitet. Das abgetragene Acryl pustet sich einfach aus der Gravur heraus und legt sich als weißer Film um die Gravur. Die Lösung? Ganz einfach den Kompressor runterregeln. Jetzt ist auch klar, wozu die Schlauchklemme im Lieferumfang ist. Der Staub lässt sich aber auch einfach abspülen. Die Ohren des kleinen Drachen passten übrigens nicht mehr mit drauf. Ich habe sie abgeschnitten. Das Schnittergebnis fängt bei 2 Durchgängen an. Ich denke, man könnte hier gut noch ein wenig mit der Geschwindigkeit raufgehen. Präzisionstest. Um zu schauen, wie genau der Laser arbeitet,
habe ich mir ein kleines Projekt ausgedacht und beginne mit ein paar Zahnrädern aus Acryl. Die Schnitte sind sehr sauber und gleichmäßig. Den Staub kann ich wieder leicht entfernen. Ich werde die Schnitte jedoch noch ein wenig optimieren müssen. Beim Eintauchen des Laserstrahls gab es jeweils eine kleine Materialverdrängung. Am Reststück sieht man schön, wie gleichmäßig der Schnitt die kleinen Rädchen ausgelöst hat. Um dem Namen Präzisionstest auch einen Sinn zu verleihen, benötige ich jetzt noch ein Gegenstück. Ich habe mich hier für MDF entschieden, 3 mm Stärke, 300 mm pro Minute, 90% Leistung und 2 Durchgänge. Ich nehme an, ihr habt schon durchschaut, was es wird. Richtig, eine Uhr mit doppelter Abendbrotzeit. MDF lässt sich wunderbar schneiden. Und die Teile lösen sich schon beim Hochnehmen. Lösen sich schon beim Hochnehmen. Das war wohl nichts. Die Zahnräder haben einen sehr sauberen und sehr gleichmäßigen Schnitt. Selbst die kleinen, schmalen Stege zwischen den Zacken sind heil und durch die Doppelbelastung nicht verbrannt. Die Zahnräder aus Acryl passen genau. Sie schließen bündig in das Gegenstück meiner MDF-Platte. Ein altes Uhrwerk und meine Uhr ist fertig. Acryl 5 mm. Meine Positionshilfe. Da Acryl ein so schönes Material ist, habe ich noch einen weiteren Test an einem 5 mm dicken Stück vorgenommen. Ein verkleinerter Parametertest? Hier brauche ich nur den Schnitt. Die Oberflächengravur habe ich ja schon getestet.
Das Material muss wieder gereinigt werden. Ich habe den Test noch um die Geschwindigkeit von 150 mm pro Minute erweitert und mich für 4 Durchgänge mit 200 mm Geschwindigkeit entschieden. Aus dem Rest möchte ich einen Winkel schneiden, um Materialien besser ausrichten zu können. Dafür habe ich mir eine Maßeinteilung aufgezeichnet und über Eck gespiegelt ausgeschnitten. Mein Winkel ist praktisch. Durch das Loch kann ich ihn mit einer weiteren Schiene verbinden und bei Bedarf den Winkel einstellen. Edelstahl. Ich habe mir einen Kettenanhänger positioniert. Wie habe ich das gemacht? Mit dem Distanzstück habe ich mir die Laserkopfhöhe auf einem Brett inklusive Anhänger eingestellt. Und einen Kreis in Größe des Anhängers graviert. Jetzt kann man den Anhänger auf dem Kreis positionieren. Man könnte auch einen Schnitt machen, aber der Anhänger würde bei diesem Brett wohl versinken. Der Anhänger ist aus Edelstahl 304. Das bedeutet, er lässt sich ganz einfach ohne weitere Hilfsmittel gravieren. Um euch zu zeigen, wie genau das funktioniert, habe ich ein einfaches Kreisstrichmotiv erstellt. Die Gravur ist schön tief schwarz. Um euch zu zeigen, wie fein er arbeitet und was das Auge nicht sieht, hier in Vergrößerung. Ein kleiner Tipp von mir: Mein erster Versuch wurde durch den Air Assist vom Arbeitsbereich geboostet. Jeans. Ich beginne mit einem freien Parametertest. Einfach ein paar Rechtecke verschiedenster Stärken. Und sehe schon, so frei sollte es dann doch nicht sein. Die Wiederholung erfolgt mit kleineren Abstufungen in der Leistung. Entschieden habe ich mich für 3000 mm pro Minute, 15% Leistung und einem erhöhten Zeilenintervall von 0,13 mm. Auf der Rückseite des Jeansstoffs habe ich vorab ein doppelseitiges Klebepapier aufgebügelt. So lässt sich der Stoffbutton anschließend prima auf ein T-Shirt bringen. Für den Schnitt lieber ein paar Magneten. Nicht, dass der Stoff wegweht. Magnet 1, Magnet 2.
1000 mm pro Minute, 80% Leistung und ein Durchgang. Und bitte die Magneten wieder weg. Die Gravur ist sehr schön geworden und der Schnitt sehr sauber. Die Rückseite des Papiers lässt sich abziehen. Durch das Aufbügeln des Trägerpapiers hat sich eine Schicht mit einem Kleber mit der Rückseite des Jeansstoffs verbunden. Nach dem Abziehen kann es auf ein T-Shirt gebügelt werden. Ich finde, meinem T-Shirt-Model steht es ganz gut. Dickes Holz. Bei meinem nächsten Test möchte ich euch nur zeigen, wie leicht man mit dem Laser auch dickeres Holz schneiden kann. Ich verwende hier ein Stück mit einer Stärke von 8 mm. Mit einer Geschwindigkeit von 150 mm pro Minute, 100% Leistung und 2 Durchgängen ist es für ihn kein Problem. MDF. Da ich MDF immer frei verwendet habe, habe ich eine Platte von 4 mm Stärke getestet. Das Material lässt sich mit einer Leistung von 100% zügig und sauber schneiden. Jedoch mag ich die Gravur auf dem Material nicht so gerne. Es trägt sich leicht aschfarbig ab und bei zu hoher Leistung, wie beim Text, verbrennt die Umgebung. Schiefer. Im Laserbereich habe ich mir einen Untersetzer für Gläser aus Schiefer eingelegt. Da mir die Parameter meines ersten Durchgangs ein wenig schwach vorkamen, habe ich die Gravur erneut mit 1000 mm pro Minute und 80% Leistung gestartet. Im Anschluss muss die Schieferplatte wieder gereinigt werden. Und da das Wetter so schön ist, zeige ich euch das Ergebnis mal draußen. Leder. Bei meinem letzten Test zeige ich euch Leder. Zugegeben, etwas unüberdacht habe ich ein schönes weißes Stück genommen und gleich überall mit Ruß an den Fingern angefasst. Leder lässt sich sehr schön gravieren und schneiden. Aus dem Stück habe ich mir einen kleinen Schlüsselanhänger gemacht. Ich habe mich für eine recht kräftige Gravur entschieden. Man sollte das Stück aber später gut abwaschen. Fazit. Da ich alle Materialien schon mit dem S9 testen konnte, kann ich im Vergleich sagen, durch die große Menge an Kraft des Lasers ist die Zeitersparnis enorm. Ich würde aber sagen, das Herzstück beim Schneiden des Lasers ist der R-Assist. Gar nicht mal die 10 Watt. Die Schnitte sind scharf und Schmauch ist kaum noch vorhanden. Auch wenn ich ihn und die Schnitteinstellung noch ein wenig mehr kennenlernen muss, finde ich die Entwicklung des R-Assists fantastisch. Der Umbau der X-Achse ist ebenso gut gelungen. Der Schlitten läuft wie erwähnt sehr ruhig und gleichmäßig. Auch wenn es nicht im Lieferumfang erhältlich ist, bin ich ein großer Fan vom neuen Kompressor
und dem großen Honeycomb geworden. Wer viel schneidet und gerne etwas Zeit einspart, sich den selbstgedruckten und gebastelten Air Assist sparen möchte und sich über einen gut verlegten Schlauch freut und dazu noch die Kraft für stärkere Materialien haben möchte, wird ihn mögen. Und zum Schluss noch zur Kompatibilität. Der 10 Watt Laserkopf ist separat erhältlich und kann auch mit dem S9 verwendet werden. Ebenso ist auch das Expansionskit untereinander tauschbar. Lediglich hat das Neue ein paar Löcher zur Montage von Endstops. Ich werde mir auch hier wieder welche anbringen. Ich möchte mich bei Sculpfun bedanken für das große Vertrauen in mich und für die Chance, diesen tollen Laser testen zu dürfen. Danke. Die Firma Sculpfun hat mir den Laser netterweise zur Verfügung gestellt. Es gibt keine Absprachen. Das hier ist nur meine Meinung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen zum S10 habt, freue ich mich. Und wenn ihr Lust habt, wäre es toll, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Dicke Dragonküsschen.